Heute fotografiere ich Fashion für die Lois Models Agentur. Ein fremdes Studio, fremdes Equipment, fremde Stylistinnen, fremde Stylisten, fremde Models, fremde Sprache. Ob das wohl gut geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Fotoshooting aus Kapstadt. Heute geht es um Fashion-Fotografie und wie immer gibt es viele Tipps zum Thema Fotografie im Studio und auf der Straße. Lois Models Agentur ist diejenige Agentur, die mir geholfen hat, ein Arbeitsvisum für Südafrika zu bekommen. Das ist wohl einmalig. Ein Visum speziell für Models oder für Content Creator, Filmschaffende, Fernsehschaffende. Als Dankeschön für das Visum habe ich Aloy, dem Chef der Agentur, versprochen, ein TFP-Shooting mit einem seiner Models zu machen. Er hat das gleich genutzt, um ein Fashion-Shooting zu organisieren mit 2 Modellen, mit Stylist und Visagistin. Es geht heute um Jeansmode. Es sollen Videos und Bilder entstehen. Für die Videos ist sein Mitarbeiter Roland zuständig, für die Fotos bin ich zuständig. Nachmittags um 2 Uhr finde ich mich also in der Agentur ein. In Woodstock gibt es viele Kreative, viele haben dort Werkstätten, Ateliers, aber die bestehen oft nur aus einem Raum, in dem alles stattfindet. So auch hier. Ein großes Studio, eine Sitzecke, ein Klo zum Umziehen und im Hintergrund irgendwo noch ein Schreibtisch. Das ist die ganze Agentur. Das heutige Video- und Fotoshooting soll dazu dienen, eine Jeansmarke auf sich aufmerksam zu machen und für Aufträge zu gewinnen. Neben mir sind im Studio die Modelle Caitlin und Wada, der Videograf Roland, Aloy, der Chef, und Cleo, die Make-up-Artistin, und Ushu, der Fashion-Stylist. Und natürlich Nadja, die mich begleitet und dankenswerterweise die Behind-the-Scenes-Videos dreht. Wir wollen 2 Arten von Videos und Bildern erstellen. Zum einen die klare Darstellung, einfach an der weißen Hohlkehle, und zum anderen Outdoor-Bilder. Aloy hatte keine spezielle Location geplant. Die Zeit für 5 Looks drinnen und draußen war dann auch schon recht knapp. Und so blieb nur direkt die Kulisse vor dem Atelier auf der Straße zu benutzen, also Street-Style. Equipment und Licht-Setup im Studio. Ich konnte im Studio alle Lichter benutzen, die es gab. Einen Blitz Elinchrom 500 ohne Lichtformer. 2 No-Name-Blitzgeräte mit exotischem Bajonett ohne Lichtformer. Dann gab es noch einen kleinen Beauty-Dish mit einer Aufnahme für einen Aufsteckblitz. Da konnte ich mein AD200 reinstecken, aber darauf habe ich dann auch verzichtet, weil das Stativ keine Feststellschrauben mehr hatte und somit in der Höhe nicht einstellbar war. Letztendlich blieb dann nur ein Reflexschirm als Lichtformer übrig und den habe ich an den Elinchrom-Blitz gepackt. Ich habe mich dann für ein Lichtsetup mit 2 Blitzen entschieden, typisch für Fashion. Das eine ist ein etwas härteres, kleineres Licht, was für einen Schattenwurf sorgt, was für Struktur auf den Klamotten sorgt, was auch einen Lichtreflex in den Augen der Models gibt. Und als Fülllicht den Schirm, der hinter mir hochfrontal die gesamte Hohlkehle ausleuchtet. Was jetzt im Studio folgte, war Routine. Ganzkörper, halben Körper, Details der Outfits und vielleicht auch noch ein paar Porträts ablichten. Videograf Roland und ich haben uns abgewechselt, jeweils ein Model erst fotografiert, dann videografiert. Ich bin sehr gespannt, wie seine Aufnahmen aussehen. Er hat als Lichtquellen 2 Glühlampen links und rechts benutzt und das einfallende Tageslicht, was zum Teil auch streifenförmig in das Bild reinragte. Ich habe wie üblich versucht, zunächst mal das Umgebungslicht auszublenden, indem ich eine niedrige ISO-Zahl, eine relativ hohe Blendenzahl und eine Verschlusszeit gewählt habe, bei der dieses Bild zunächst schwarz wird. Dann habe ich mit meinen 2 Blitzen mein eigenes Licht geformt. Der Godox-Blitz als Hauptlicht lief dabei auf 1/8 Power, der Elinchrom-Blitz sogar auf niedrigster Stufe 0,5 bis 1 und so konnte ich schnelle Blitzfolgen erreichen. Tipps zur Brennweite. Welche Objektive habe ich benutzt? Für die Ganzkörperaufnahmen nehme ich gerne ein 35 mm Objektiv, also ein leichtes Weitwinkel. Ich mag die zusätzliche Dynamik, die dadurch entsteht. Es ist ein bisschen interessanter als das bloße Normalobjektiv, mit dem man draufhält. Möglichen Verzerrungen entgegne ich, indem ich das Modell in der Bildmitte halte und auch noch relativ viel Platz drumherum lasse. Und wenn ich dann mal meinen Standpunkt weiter nach unten verlege, kommt die Jeans ganz besonders gut zur Geltung, da sie ja dichter an der Kamera ist. Für die Detailaufnahmen und für die Porträts benutze ich gern mein 50 mm Normalobjektiv. Inzwischen wechseln Videograf Roland und ich uns nicht nur im Studio ab, sondern ich beginne damit, die frei werdenden Modelle auch outdoor zu fotografieren.
Zwischendurch muss Ushu auch für das Umziehen und das Stylen der neuen Outfits sorgen und so läuft alles relativ spontan ab. Beim zweiten und dritten Outfits hatten Wada und Caitlin annähernd gleiche Outfits an. Ähnliche Tops, ähnliche Schuhe und so haben wir dann auch Aufnahmen mit den beiden zusammen gemacht, sowohl im Studio als auch Outdoor. Dabei ist auch meine Lieblingsaufnahme von diesem Nachmittag entstanden. Beide draußen auf der Straße mit einem Ultraweitwinkelobjektiv fotografiert. Für diese Aufnahme, da die Zeit knapp war, hatte ich genau 5 Versuche. Für diese eine Aufnahme hat sich die Mitnahme meines Ultraweitwinkel-Zooms schon gelohnt. Ich liebe diese Dynamik, diese Weite und ich finde, für Street Style ist das ein ganz, ganz toller Bildeindruck. Für die anderen Aufnahmen habe ich mein 70 bis 200 mm Telezoom benutzt. Es gibt für die Verdichtung des Hintergrundes und die Unschärfe einen super Bildlook, gerade für Fashion-Aufnahmen und für Porträtaufnahmen. Außerdem ist man natürlich mit dem Zoom-Objektiv sehr flexibel, was die Wahl des Bildausschnittes angeht. Fotografieren bei starkem Sonnenlicht. Es ist später Nachmittag geworden. Immer noch scheint die Sonne ungehindert auf die Straße, kein Wölkchen am Himmel und so bleibt nur zu entscheiden, wie man mit diesem harten Sonnenlicht umgeht. Die erste Option ist Model in den Schatten stellen, wenig Kontraste, aber dafür ein sehr weicher Bildeindruck. Die zweite Option ist Model in die Sonne stellen, dadurch kommen die Strukturen der Outfits sehr gut heraus, allerdings ergeben sich natürlich gerade im Gesicht harte Schatten. Deshalb ist dann hier die Anweisung, bitte Nase zur Sonne und ein bisschen nach oben. Die dritte Option ist Model ins Gegenlicht setzen. Das ist ein sehr schöner, leichter Eindruck, aber es leiden natürlich die Kontraste, die Farben und die Details darunter. Hier seht ihr jetzt Beispiele für alle 3 Varianten. Habt ihr noch Fragen zu dieser Fotosession, zum Fotografieren in Kapstadt, zum Fotografieren allgemein? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Über einen Daumen hoch oder ein Abonnement freue ich mich natürlich auch. Bis dann zum nächsten Video.